In diesem Video nehmen wir euch mit in den Patagonia-Nationalpark. Es erwartet uns nicht nur tolle Natur, sondern auch ein paar sehr besondere Tierbegegnungen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wo will er denn hin? Zum Auto. Krass, dass der einfach, der ist mitten drüber gelaufen, ne? Also ich habe mich da schon so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt gefühlt. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Guten Morgen, es ist 6:40 Uhr, 20 Minuten ist Sonnenaufgang. Wir sind schon seit einer Stunde wach und jetzt versuchen wir einen Puma zu finden. Wir fahren nämlich gerade in den Patagonia-Nationalpark, also in den chilenischen. Und hier soll es Pumas geben. Das wäre natürlich nochmal ein richtiges Highlight, wenn wir welche sehen würden. Oder sagen wir mal einen. Damit wären wir wohl zufrieden. Wir haben unseren Stellplatz im Patagonia Nationalpark gefunden. Er hat besonders gut geparkt, er hat nämlich 5 Plätze belegt. Aber naja, hier ist trotzdem ganz gut zu stehen. Da hinten unten, da ist eigentlich die Dusche, aber da unten sind alle Plätze auch voll. Da kommt gerade ein Guanaco vorbei. Das ist auch das Einzige, was wir heute so gesehen haben. Pumas waren leider keine da. Aber wir sind da vielleicht noch ein paar Tage hier und die Hoffnung besteht, dass wir welche sehen. Und da zieht schon die erste Truppe los und für uns geht's gleich hinterher. Wir starten auf die Wanderung. Da kam gerade schon das erste Schild, was man machen soll, wenn der Puma kommt oder wenn man ihn sieht. Aber ja, ich denke nicht, dass er uns nahe kommen wird. Ist eher sehr unwahrscheinlich, wenn wir überhaupt einen sehen. Und jetzt ist auch eigentlich schon zu spät. Schon 9 Uhr. Da wird er sich verkrochen haben. Bei Sonnenaufgang und Untergang ist ja die Zeit, wo er am ehesten zu sehen wäre. Das Wetter war ja für heute nicht so gut angesagt. Aber in der Sonne ist schon sauwarm. Aber jetzt sind gerade mal ein paar dunkle Wolken da. Hoffen wir einfach, dass kein Regen runterkommt. Geht wieder ganz gut hoch hier am Anfang. Aber es soll nur am Anfang sein. Die Brücke hier ist nicht mehr so gut. Fast oben. Ich denke, wir müssen da oben lang. Also einmal da hoch und dann nach links. Die letzten Meter nach oben sind dann doch nochmal ganz schön steil. Und es geht ein bisschen durchs Gebüsch. Jetzt sind wir aber bestimmt gleich oben. Wir sind aus dem Gebüsch raus. Und da oben ist schon die 7 Kilometer Markierung. Und den Puma werden wir heute nicht mehr sehen. Aber morgen ist eine neue Chance. Wir gehen mal geradeaus, auch wenn das Schild ein bisschen verwirrend ist. Und da ist die erste Lagune. Ja.
Könnte auch ein Fluss sein. Jessie wollte eigentlich schwimmen gehen, hat leider ihren Bikini vergessen, aber es ist auch nicht erlaubt. Ja, ich würde schon schwimmen gehen. Wenn die Sonne da ist und kein Wind, ist es auf jeden Fall warm. Aber wenn der Winter ist und die Sonne weg, dann wird es schon unangenehm. Aber alles gut, Mama darf ja eh nicht schwimmen. Kaum ein Tier haben wir in Patagonien so oft gesehen wie das Guanaco. Hallo. Und trotzdem ist jede Begegnung aufs Neue etwas Besonderes. Guanacos sind die wilden Vorfahren unserer heutigen Lamas und perfekt an das raue Klima Patagoniens angepasst. Mit ihren langen Beinen erreichen sie Geschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde und bewegen sich selbst in felsigem Gelände erstaunlich sicher. Sie sind auf jeden Fall ein Symbol Patagoniens und für uns gehören sie definitiv zu den Tieren, die diese einzigartige Landschaft so besonders machen. Entschuldigung, dürfen wir durch? Oder heute nicht? Kein Stress, lass dir Zeit. Muss da mal gebürstet werden. Nein. Entschuldigung. Ja, sie lassen sich auch gar nicht stören. Okay. 500 Meter vorm Ziel fängt es leicht an zu tröpfeln, aber ich glaube, wir werden nicht groß nass. Aber da oben, wo wir eben waren, ist blauer Himmel. Auf der anderen Seite eher nicht so. Da ist relativ dunkel und nass. Ist das die Bude da mit für die Registration? Ja, der hat ein Starlink 4 auf dem Dach liegen. Sieht gut aus. Da unten ist ein Teil vom Campground. Wir haben uns aber entschieden, hier oben stehen zu bleiben. Ist auch eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen sitzen wir dann relativ nah, wo man morgen den Puma sehen soll. Der Typ hier vom Campground hat gesagt, dass es wohl die Gäste ihn heute gesehen haben. Also hoffen wir mal, dass wir ihn morgen auch sehen. Oder vielleicht heute Abend sogar. Mal schauen. Was ein bisschen ungünstig an so einem Platz ist, da hinten sind die Duschen und dann muss man hier einmal lang. Und da geht gerade Jessie. Dann einmal am Guanaco vorbei und dann kann man hier den Pfad hochgehen und kommt dann zu den Campern. Seit 3 Stunden beobachten wir die Umgebung, aber der Puma zeigt sich einfach nicht. Laut Campground-Besitzer war wohl heute Morgen da. Ja, werden wir wahrscheinlich morgen früh auch nochmal versuchen. Ist noch eine halbe Stunde bis Sonnenuntergang. Solange versuchen wir es noch, ihn zu sehen. Aber wenn er nicht vorbeikommt, kann man ihn auch nicht sehen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, das war's. Halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Man sieht fast nichts mehr. Das heißt, gute Nacht und morgen früh, halbe Stunde vor Sonnenaufgang, geht's dann weiter mit Puma-Spotting. In der Hoffnung, dass wir vielleicht morgen früh einen sehen. Wir suchen einen Puma, mehr als ihn hier und
Ein paar Guanacos haben wir noch nicht gesehen. Da ist ein Puma einfach. Und ich war hier am Chillen und hätte ihn fast nicht gesehen. Schnell, der geht ins Gebüsch. Mach mal ein Foto. Ja, geil, stell dir vor, du schläfst da unten im Zelt und dann kommt der Puma vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe es für ihn, dass er ihn jetzt gleich sieht. Er hat ihn noch nicht gesehen. Crazy shit, Alter. Er hat ihn immer noch nicht gesehen. Der Typ ist gerade da über einen Campingplatz spaziert und hat dann plötzlich den Puma gesehen, der 20 Meter neben ihm war. Krass, dass der einfach, der ist mitten drüber gelaufen, ne? Also wir waren eigentlich schon beim wieder reingehen und dann kam der Puma und ist einfach mitten über den Campground gelaufen. Richtig krass. Also warten hat sich gelohnt und er kam relativ spät. Also wir haben jetzt schon 9 Uhr, das heißt über 2 Stunden nach Sonnenaufgang. Ja, aber hat sich gelohnt. Ich war gerade da hinten auf einem Hügel, um zu schauen, ob man den Puma noch sieht. Er ist aber weg. Aber jetzt schauen wir uns mal kurz an, wo er herkam. Da hinten ist ein Weg, den ist er runtergekommen. Und dann ist er irgendwie hier rüber gequert, hinterm Bauwagen lang. Zwischen mir und dem Zelt durch. Und dann irgendwo da hinten rein und über den Hügel verschwunden. Das ist auf jeden Fall ultra nah. Also hätte ich nicht erwartet, dass er so nah an den Camper kommt. Er hat sich nicht für die Menschen interessiert, hat nur geguckt. Aber trotzdem schon krass. Und hier stand jetzt kein Schild, dass der Puma vorbeikommt. Aber ja, ist wohl bekannt, dass er 2 bis 3 Mal die Woche hier auf dem Campground ist. Da läuft der Puma wieder. I know he's a little bit running. Der Puma war heute 1 Stunde früher dran. Und wir haben nicht damit gerechnet. Und jetzt war ich gerade nur kurz eigentlich beim Klo. Und da habe ich schon gesehen, dass er sehr aufgeregt war. Da war er gerade weg. Als ich runtergegangen bin, war er noch nicht da. Als ich zurückkam, war er schon wieder weg. Scheiße. Aber ich glaube, wir finden ihn jetzt nicht mehr. Er ist eben da hinten den Hügel runtergekommen. Also da hinten ist er rübergekommen. Und dann hier runter. Aber wir sehen ihn nicht mehr. Ciao, Kakao. Bei herrlichem Sonnenschein haben wir jetzt unseren Platz verlassen auf dem Campground. Daher war ja eher der Parkplatz und die Duschen waren ziemlich weit. Aber wir haben jeden Morgen, also fast alle, jeden Morgen den Puma gesehen. Beim ersten Mal kam er um 8, beim zweiten Mal um 9. Also die Chancen sind, glaube ich, sehr hoch. Und jetzt fahren wir über den Paso Robayo nach Argentinien. Das ist der südlichste Pass, den man fahren kann, wenn man die Carretera Austral fährt. Alles Schotter, soll mal auch ziemlich schlecht ab und zu sein, aber aktuell haben wir Infos, dass die Straßenbedingungen sehr gut sind. Also in 2 Stunden sind wir an der Grenze. Das ist auch eine sehr kleine Grenze. Schauen wir mal, wie schnell das so geht.
Wir sind in 500 Meter an der Grenze. Er ging irgendwie viel schneller als gedacht, aber die Piste war auch richtig gut. Also es war zwar kurbelig, aber man konnte zügig fahren. Nur geringes Wellblech und das Panorama war natürlich mega. Jetzt geht es über die Grenze. Dafür muss man vorher so ein Dokument beantragen, eigentlich 5 Tage vorher. Wir haben es gestern gemacht, hat trotzdem geklappt. Und das braucht man, um auszureisen. Wahrscheinlich können die da keine Abfragen über den Pass machen. Und deswegen muss man vorher sozusagen dieses Dokument einholen, wo drin steht, dass man ausreisen darf. Wir sind aus Chile ausgereist, war super einfach. 5 Minuten oder so hat es gedauert. Waren noch ein paar australische Motorradfahrer vor uns, bei denen hat es länger gedauert. Aber wir wurden zwischendrin angenommen. Und jetzt geht es zur argentinischen Grenze 10 Kilometer. Google sagt 28 Minuten, aber wenn die Straße weiterhin so gut ist, sind wir auf jeden Fall schneller. Hier läuft ein Guanaco. Links davon sind 2 Nadus. Da sind sie. Aber natürlich laufen sie von der Straße weg. Wir sind auch auf der argentinischen Seite durch die Grenze durch. War eigentlich auch einfach. Hat halt nur was länger gedauert, weil er alles handschriftlich ausfüllen musste. Also er musste das Tipp handschriftlich erstellen. Das ist ja schon lange im System, aber hier gibt es halt kein System. Und dann, persönliches Highlight, er hat dann unsere Passinformationen in ein Buch eingetragen. Also ich habe mich da schon so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt gefühlt. Weil also wir hatten keinen Computer, da hang noch ein richtiges Telefon an der Wand. Dann war so ein Medizinerschrank, wo Formulare drin waren. Und diese Klatte war wirklich noch selbst mit Lineal in die Medien gezogen. Also irgendwie total witzig. Richtig krass, ey. Oh, schön. Hinter der Grenze erwartet uns mal wieder nichts außer schönste Natur. Hier ist man wirklich abgelegen, aber uns gefällt es sehr. Einer zum Heckeschneiden vorbeikommen. Ist aber ungünstig. Also Panorama ist cool, aber wie soll man sich hier stellen? Ist halt schief, ne? Falls ihr euch fragt, was man macht, wenn man keine Windfahne dabei hat, Martin macht's vor.
Weiter geht's durch die Natur. Nach den ganzen Schotterpisten hat sich unser Solarpanel etwas gelöst, sodass wir das mal wieder kurz festziehen müssen. Und dann stellt Martin noch etwas fest. Ich habe mich gefragt, warum das Flexrohr hier so locker ist. Wir haben tatsächlich auf der Carretera Austral einen Schrauber. Schade. Gewindestange abgeflext und auf beiden Seiten eine Mutter drauf. Und fertig und fest. Wo will er denn hin? Zum Auto. Hallo, kleiner Freund. Wo bist du, Flexigor? Ein Gürteltier. Mit seinem gepanzerten Körper sieht es fast aus wie aus einer anderen Zeit. Tatsächlich leben Gürteltiere schon seit Millionen von Jahren in Südamerika und haben sich perfekt an die Landschaft angepasst. Sie sind sehr scheu und meist erst in der Dämmerung oder nachts unterwegs. Dass wir eines hier am helllichten Tag aus nächster Nähe beobachten durften, ist also ein absoluter Glücksfall. Und mit dieser schönen Begegnung verabschieden wir uns auch für diese Woche. Hinten in den Wolken sieht man schon das nächste Highlight, aber dazu mehr in der kommenden Woche, falls ihr mögt. Und bis dahin sagen wir Danke für all eure Unterstützung, sei es per Like, Kommentar, Abo, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Das bedeutet uns viel. Also, bis nächste Woche!